Wer ins Ausland umzieht, der möchte normalerweise auch eine Gesellschaft im Ausland gründen, um hier steuerliche Vorteile bei seinen betrieblichen Einkünften zu haben. Wir wissen ja alle, dass es in manchen Ländern sehr hohe Stammkapitalanforderungen gibt. Deutschland 25.000 bei einer GmbH, 100.000 Franken in der Schweiz bei einer AG. Wir wollen natürlich eine Gesellschaft gründen, die relativ wenig Stammkapital benötigt, denn das ganze Modell von hohem Stammkapital ist ja eigentlich doch relativ veraltet. Wir wissen natürlich, dass in Deutschland und in der Schweiz in solchen Ländern doch mal Geschäftspartner ins Handelsregister reinschauen und sich mal anschauen, wie viel Stammkapital die Gesellschaft hat. Aber in den meisten anderen Ländern ist das ja komplett obsolet. Das hat überhaupt keinen Vorteil, wenn du jetzt ein hohes Stammkapital hast. Also wollen wir uns heute mal 7 Länder anschauen, die ein besonders niedriges Stammkapital haben. Natürlich, ich weiß auch, da gibt es noch sehr viele andere Länder, bei denen es genauso ist. Wir greifen jetzt einfach mal 7 beliebte Länder hier raus und stellen die dir vor in keiner bestimmten Reihenfolge. Wir fangen an bei UK. Also UK, United Kingdom. Jeder weiß, es gibt es noch von früher die 1 Pfund Limited. Du kannst letztlich in UK eine Gesellschaft gründen, Kapitalgesellschaft, eine AG. Ja, also die Limited ist nämlich in Wirklichkeit eine AG, keine GmbH. Mit nur 1 Pfund Stammkapital ist also extrem günstig. Ähnlich ist es auch im Nachbarland in Irland. Wenn du jetzt gern eine EU-Gesellschaft haben möchtest, kannst du auch hier mit nur 1 Euro eine irische Gesellschaft gründen. Allerdings muss ich dich warnen, die irische Gesellschaft ist relativ kompliziert in der Handhabe und wenn du nicht wirklich selbst vorhast, nach Irland umzuziehen, dann sind hier letztlich deine Möglichkeiten extrem beschränkt. Du wirst zum Beispiel keine Steuernummer bekommen, auch ein Bankkonto in Irland wirst du kaum bekommen können. Das ist bei der UK-Gesellschaft zum Beispiel ganz anders. Das heißt, irische Gesellschaft hat zwar wenig Kapital, aber außer du ziehst da selbst hin, wird es im Grunde genommen nichts bringen. So, Nummer 3 haben wir Malta. Auch Malta eine sehr steuergünstige Insel, 5% Körperschaftssteuer effektiv. Du kannst den Non-Dom-Status dann nutzen und beim Stammkapital zahlst du im Grunde nur 200 Euro, 250 Euro ein und dann ist diese Gesellschaft gegründet. Also auch hier keine sehr hohen Anforderungen. Kommen wir zu Nummer 4 in unserer Liste. Dort haben wir die USA. Auch in den USA kannst du Gesellschaften jeglicher Couleur, also LLC, Corporation, Limited Partnership oder was auch immer gründen, ohne Stammkapital einzahlen zu müssen. In keinem Bundesstaat gibt es Stammkapitalanforderungen. Extrem günstig daher in den USA eine Gesellschaft zu gründen. Der nächste Eintrag auf unserer Liste, Nummer 5, ist Estland. Die estnische OÜ ist ja doch eine sehr beliebte Gesellschaftsform, gerade bei digitalen Nomaden. Es gibt ja diese Digital ID in Estland. Damit kannst du dann ruckzuck Firmen gründen, verwalten und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt eine EU-Gesellschaft gründen musst, manchmal gibt es ja diese Anforderungen, wenn zum Beispiel dein Kunde sagt, es muss eine EU-Gesellschaft sein, denn wir wollen, dass hier die EU-Datenschutzverordnung zutrifft, zum Beispiel, das haben wir alle schon gehört, dann ist sicherlich die estnische Gesellschaft sehr attraktiv für dich. Zwar sieht es von der Headline Tax Rate nicht so aus, dass dort die Steuern besonders günstig sind, aber der Trick ist, dass du dir hier letztlich einfach ein Gehalt bezahlst und wenn du dann als digitaler Nomade unterwegs bist, zahlst du auf dieses Gehalt natürlich keine Steuern. Somit ist dann letztlich hier der ganze Gewinn aus der Gesellschaft steuerfrei zu entnehmen. Die Verwaltung ist extrem einfach und effizient. Da wirst du Anbieter finden, die das für 50 Euro im Monat für dich machen können. Also die estnische OÜ, eine durchaus gute Option. Und, fast hätte ich es vergessen, keine Stammkapitalanforderungen. Schon mit 1 Eurocent bist du dabei. Die nächste Gesellschaft hier in unserer Liste ist Singapur. Die Singapur Limited, eine hervorragende Rechtsform in Asien. Singapur hat eine hervorragende Reputation. Auch die Behörden dort haben den richtigen Mix an Strenge und laissez-faire. Genug Strenge, um hier ernst genommen zu werden. Aber eben, es gibt doch viele unternehmerische Freiheiten. Auch in Singapur zahlst du nur $1 Stammkapital bei der Gesellschaft ein, minimal, und hast dann viele Vorteile.
Zwar ist der Körperschaftsteuersatz mit 17% jetzt nicht so niedrig, aber da gibt es doch viele Steuervergünstigungen. Da gibt es zum Beispiel hohe Steuerfreibeträge und ausländische Einkünfte, die nichts mit Singapur zu tun haben, sind komplett steuerfrei. Also Singapur, eine gute, interessante, steuerlich attraktive Rechtsform. Die letzte Rechtsform hier auf unserer Liste ist Zypern. Die Zypern Limited, auch sehr beliebt bei vielen Mandanten aller Couleur. Körperschaftssteuer 12,5%. Du hast aber keine Stammkapitalanforderungen. Die Gesellschaft ist relativ einfach zu gründen, auch in der EU. Und es gibt dort viele Accountants, Berater, Verwalter auf Zypern, die dir dabei helfen, diese Gesellschaft zu gründen und zu verwalten. Wenn du also planst, ins Ausland umzuziehen, dann würde ich dir raten, diese 7 Rechtsformen anzuschauen. Wenn du noch andere Ideen für Rechtsformen hast und andere Gesellschaften und andere Sitzstaaten, dann hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wir schauen uns das gerne an, finden das sehr interessant, was du uns hier vorzuschlagen hast. Eine wichtige Sache, die ich dir natürlich noch sagen will, ist, wenn du die Gesellschaft gründest, während du in Deutschland lebst, wirst du hierfür eine Meldung beim Finanzamt machen müssen, deiner Steuererklärung. Wenn du das vermeiden willst, dann würde ich dir raten, die Gesellschaft erst dann zu gründen, wenn du Deutschland verlassen hast. Zwar ist die Meldung beim Finanzamt relativ unproblematisch, weil die Gesellschaft wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ohnehin noch keine Aktivität hat und du keine Steuern, wie zum Beispiel Wegzugsteuer, bezahlen musst. Aber dennoch, es gibt viele Mandanten, die wollen das Finanzamt hier in Deutschland komplett außen vor halten. Dann gründe die Gesellschaft am besten erst dann, wenn du Deutschland verlassen hast und im Ausland wohnst. Wenn du vorhast, ins Ausland zu gehen und dorthin umzuziehen und deine steuerliche Belastung zu optimieren, dann lade ich dich ein, ein Beratungsgespräch zu buchen. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes und helfen Mandanten dabei, steuergünstig ins Ausland umzuziehen. Wir können das ganze Vorhaben für dich steuerlich betreuen und haben dann in den einzelnen Sitzstaaten Steuerberater, Rechtsanwälte und andere Experten, die uns dabei unterstützen und dich hier kompetent beraten können. Ich freue mich darauf, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und wünsche dir bis dahin alles Gute. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.